wie ich ein Jakobspilger wurde. Begonnen hat alles wie bei vielen deutschsprachigen Pilgern mit dem Film Ich bin dann mal weg von Happe Kerkeling. Als der Film in die Kinos kam, hatte ich keine großen Erwartungen in Hinsicht auf Spiritualität oder Tiefgründigkeit, weil Happe Kerkeling ja vor allem als Spaßmacher bekannt war. Ich sollte, wie schon oft in meinem Leben, eines Besseren belehrt werden. Gleich nach dem Film habe ich das Buch gelesen und fand es noch viel besser. Meine Neugier an dem Thema war geweckt und ich begann, alle möglichen Bücher über den Jakobsweg zu lesen. Dabei stieß ich unter anderem auf die Bücher von Shirley MacLaine, Paulo Coelho, Herbert Hirschler, Amadeus Virgau und last but not least meine Lieblingsautorin Carmen Rohrbach. Ebenso begann ich auch Filme über den Jakobsweg zu sammeln und fand unter anderem die DVDs von Beate Steger, Der Jakobsweg, 7 Wege nach Santiago und Pilgern vor der Haustür, wo sie von den mehr als 30 Pilgerrouten in Deutschland berichtet. Sehr gefallen hat mir auch der Film Dein Weg von Martin Sheen, der wohl viele Amerikaner inspiriert hat, den Jakobsweg zu laufen. Sehenswerte Dokumentationen zum Jakobsweg findet ihr übrigens in meinem YouTube-Channel in der Playlist Camino de Santiago und in den Channels anderer Pilgerinnen und Pilger, auf die ich in der Startseite meines Kanals verlinke unter Angesagt. 2017 lief eine Kollegin aus meiner Firma den Camino Frances in Spanien und kam total begeistert zurück. Sie stieß mich an, dass ich doch auch pilgern solle. Das war und ist für mich aber nicht so einfach, da ich in Beruf und Familie stark eingespannt bin und mich nicht einfach mal so für 6 Wochen verabschieden kann. Aber ich begann schon nach Ausrüstung zu suchen und irgendwann kam ich auf die Idee, dass ich ja vorerst kleinere Etappen in meiner näheren Umgebung pilgern könnte. Einige von den Jakobspilgern in meinen Büchern hatten das auch getan, die so wie ich beruflich oder familiär stark eingespannt waren. 2018 nahm ich dann das erste Mal am Münchner Pilgerstammtisch teil und holte mir dort von erfahrenen Pilgern Tipps für meinen Camino in Deutschland. Beim Pilgerstammtisch bin ich auch jetzt immer wieder gerne dabei. Es ist fast wie auf dem Camino in Spanien, wenn man die Mitpilgerinnen und Pilger trifft. Ein Kriterium für meinen geplanten Camino war, schnell anreisen zu können und schnell wieder nach Hause zu kommen. Das war mit der Route Bayreuth nach Nürnberg gegeben. Da ich mit dem ICE nach Nürnberg fahren konnte, von dort aus mit dem Zug weiter nach Bayreuth, von dort aus zu Fuß nach Nürnberg und mit dem ICE wieder zurück nach München. Außerdem wohnen meine geliebten Schwiegereltern in der Nähe, die ich im Notfall hätte kontaktieren können. Die Fränkische Schweiz kenne und schätze ich selbst ebenfalls seit Jahren. Gutes Bier und gutes, günstiges Essen und dazu eine wunderschöne, oft noch unberührte Natur. Den Empfehlungen des Pilgerstammtes folgend, buchte ich meine Unterkünfte für die insgesamt 6 Tage im Voraus. In Deutschland gibt es keine Infrastruktur mit Albergues wie in Spanien, sodass man die Unterkünfte im Voraus buchen muss. Dabei achtete ich besonders darauf, dass ich am Abend in der Unterkunft auch Abendessen bekommen könnte. Witzigerweise sollte genau das und das Thema Verpflegung das große Problem auf der Route werden. Doch mehr dazu später. Meine Buchungen machte ich über das Internet und informierte meine Gastgeber jeweils, dass ich als Jakobspilger bei ihnen einkehren würde. Zur Orientierung lud ich mir zusätzlich GPS-Tracks des Weges auf mein Smartphone herunter. Diese halfen mir später, mich bei fehlenden oder falschen Wegweisern zu orientieren. Sie machten die Papierkarten komplett überflüssig. Meinen Pilgerausweis hatte ich bei der Fränkischen Jakobusgesellschaft in Würzburg bestellt. Dort konnte man am bequemsten online bestellen. Über das Internet fand ich Pfarrer Thein aus Bayreuth,
der selbst immer wieder mit Gruppen den Jakobsweg von Hof aus geht. Dieser war so freundlich und gestattete mir, die erste Nacht in Bayreuth bei ihm zu übernachten. So machte ich mich dann am Ostersonntag, den 21. April 2019, auf dem Weg zum Hauptbahnhof in München, um den ICE nach Nürnberg zu besteigen. Den weiteren Verlauf meines Camino Francones erzähle ich euch in meinen Videos in der Playlist Fränkischer Jakobsweg. Viel Spaß mit meinen Videos, euer Jimmy.